7 Dinge, die deine Katze heimlich verunsichern, obwohl sie dich liebt. Manchmal zieht sich deine Katze nicht zurück, weil sie dich weniger liebt, sondern weil sie in kleinen Momenten nicht weiß, ob sie dir wirklich vertrauen kann. Und das Gemeine daran ist, viele Menschen merken es nicht. Sie meinen es gut. Sie wollen Nähe zeigen. Sie wollen streicheln, trösten, kuscheln oder die Katze beruhigen. Aber genau dabei passiert oft etwas, das Katzen innerlich verunsichert. Nicht laut, nicht dramatisch, nicht sofort sichtbar. Vielleicht bleibt deine Katze noch kurz sitzen. Vielleicht lässt sie es über sich ergehen. Vielleicht geht sie erst später weg. Und du denkst, alles war doch normal. Aber in ihr ist vielleicht längst angekommen. Das war mir zu viel. Wenn du diese kleinen Fehler erkennst, verändert sich etwas. Deine Katze muss sich weniger schützen. Sie kann lockerer werden. Und sie merkt, mein Mensch versteht mich wirklich. Der erste Fehler passiert oft direkt am Anfang. Deine Katze kommt zu dir. Vielleicht läuft sie auf dich zu. Vielleicht streicht sie an deinem Bein vorbei. Vielleicht macht sie einen kleinen Laut oder schaut dich weich an. Und sofort beugst du dich über sie. Du gehst mit der Hand von oben auf ihren Kopf. Du sprichst vielleicht etwas lauter, weil du dich freust. Oder du greifst direkt nach ihr. Für dich ist das Liebe. Für deine Katze kann es sich aber sehr groß anfühlen. Katzen sind kleine Tiere. Wenn ein Mensch sich von oben über sie beugt, kann das schnell Druck auslösen. Selbst wenn du es freundlich meinst. Viele Katzen mögen Nähe, aber sie möchten den Abstand selbst mitbestimmen. Besser ist, geh langsam in die Hocke. Dreh deinen Körper leicht seitlich. Biete ihr deine Hand ruhig an, ohne sie zu verfolgen. Wenn sie näher kommt, ist das ihre Entscheidung. Und genau das ist für Katzen wichtig. Nicht, ich werde genommen, sondern, ich darf kommen. Der zweite Fehler entsteht, wenn Menschen ein freundliches Signal sofort falsch übersetzen. Deine Katze stupst dich an, reibt sich kurz an deinem Bein oder läuft nah an dir vorbei. Und du denkst, sie will kuscheln. Also hebst du sie hoch. Oder du hältst sie fest. Aber viele Katzen zeigen Nähe in kleinen Portionen. Ein kurzer Kontakt bedeutet nicht automatisch: nimm mich auf den Arm. Manche Katzen mögen es, getragen zu werden. Viele mögen es nur manchmal. Und einige mögen es fast nie. Das Problem ist nicht deine Zuneigung. Das Problem ist der Kontrollverlust. Wenn eine Katze hochgenommen wird, entscheidet plötzlich nicht mehr sie, wie nah sie dir ist. Plötzlich bestimmt nicht mehr deine Katze, wie nah sie dir sein möchte. Du legst Höhe, Dauer und Abstand fest. Für sensible Katzen kann genau das verunsichernd sein. Achte deshalb auf ihre Reaktion. Wird der Körper steif? Dreht sie den Kopf weg? Drückt sie die Pfoten gegen dich? Schlägt der Schwanz? Will sie nach unten? Dann lass sie runter. Nicht erst, wenn sie kämpft, sondern schon, wenn sie zeigt, mir reicht es. So lernt sie, mein Mensch hört auf mich, bevor ich deutlich werden muss. Der dritte Fehler passiert beim Streicheln. Am Anfang ist alles schön. Deine Katze sitzt bei dir. Sie schnurrt vielleicht. Sie reibt ihren Kopf an deiner Hand. Du streichelst sie weiter. Und weiter. Und weiter. Bis sich etwas verändert. Der Schwanz beginnt leicht zu schlagen. Die Haut am Rücken zuckt. Die Ohren drehen sich seitlich. Der Kopf geht weg. Vielleicht leckt sie sich plötzlich über die Nase oder schaut zu deiner Hand. Viele Menschen übersehen genau diesen Moment. Sie denken, sie hat doch gerade noch geschnurrt. Aber Katzen können Nähe genießen und trotzdem irgendwann genug haben. Das ist kein Widerspruch. Es ist einfach eine Grenze. Wenn diese Grenze übersehen wird, kommt manchmal der Pfotenhieb. Oder ein kurzer Biss. Oder die Katze springt weg. Dann wirkt es für Menschen plötzlich und undankbar. Dabei hat die Katze vielleicht schon vorher leise gesagt, bitte hör auf. Der beste Trick ist, mach kleine Pausen. Streichle kurz. Dann halte inne. Bleibt deine Katze bei dir? Drückt sie sich wieder gegen deine Hand? Dann darf es weitergehen. Geht sie weg oder schaut sie weg, ist das kein persönlicher Korb. Es ist Kommunikation. Und wenn du sie respektierst, wird Streicheln für deine Katze sicherer. Der vierte Fehler ist einer der häufigsten. Deine Katze legt sich auf die Seite. Sie streckt sich. Vielleicht zeigt sie sogar ihren Bauch. Und sofort kommt die Hand. Weil es süß aussieht. Weil es weich aussieht.
weil man denkt, sie bietet ihn doch an. Aber bei Katzen ist der Bauch nicht automatisch eine Einladung. Der Bauch ist eine empfindliche Stelle. Dort liegen wichtige Organe. Viele Katzen zeigen ihn nicht, weil sie dort angefasst werden wollen, sondern weil sie sich in deiner Nähe sicher genug fühlen, sich verletzlich zu zeigen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du diesen Moment sofort mit Bauchstreicheln beantwortest, kann deine Katze lernen: Sobald ich mich entspanne, passiert etwas Unangenehmes. Und dann zeigt sie diese Seite vielleicht seltener. Besser ist, genieße den Moment, ohne ihn zu nehmen. Rede leise mit ihr. Blinzle langsam und lass sie einfach liegen. Wenn du sie berühren möchtest, streichle lieber kurz an der Seite, am Kopf oder dort, wo sie es wirklich mag. Und wenn sie wegzuckt, mit den Hinterpfoten tritt oder deine Hand festhält, hör auf. Nicht schimpfen. Nicht lachen und weitermachen. Einfach respektieren. Denn manchmal ist das größte Zeichen von Liebe nicht die Berührung, sondern dass du sie nicht erzwingst. Der 5. Fehler wirkt harmlos, passiert aber jeden Tag. Deine Katze liegt irgendwo ruhig. Auf dem Sofa. Auf dem Stuhl. Auf deiner Decke. Vielleicht in deiner Nähe, aber nicht direkt bei dir. Und du gehst hin. Du redest mit ihr. Du streichelst sie. Du setzt dich ganz nah daneben. Du machst vielleicht ein Foto, bewegst die Decke oder rückst sie ein Stück zur Seite. Für dich ist das normal. Für deine Katze kann es bedeuten: Mein Ruheplatz ist nicht wirklich sicher. Katzen brauchen Orte, an denen nichts von ihnen verlangt wird. Kein Reagieren. Kein Kuscheln. Kein Niedlichsein. Kein ständiges Anfassen. Gerade Katzen, die gerne in deiner Nähe liegen, wollen oft nicht immer direkten Kontakt. Sie wollen einfach da sein. Das ist Nähe auf Katzenart. Wenn du jeden stillen Moment sofort in Interaktion verwandelst, kann deine Katze irgendwann weiter wegschlafen. Nicht, weil sie dich weniger mag, sondern weil sie dort besser zur Ruhe kommt. Darum ist es stark, wenn du manchmal einfach nichts tust. Du siehst sie. Du lässt sie. Du störst sie nicht. Für eine Katze kann genau das unglaublich beruhigend sein. Der 6. Fehler passiert, wenn Menschen Rückzug persönlich nehmen. Deine Katze geht weg. Sie setzt sich unter den Tisch. Sie legt sich auf einen anderen Stuhl. Sie kommt nicht sofort, wenn du sie rufst. Und innerlich denkst du vielleicht: Warum ist sie so distanziert? Also rufst du noch einmal, folgst ihr oder versuchst, sie zurückzulocken. Dabei möchtest du sie doch nur streicheln. Aber Rückzug ist bei Katzen nicht automatisch Ablehnung. Oft ist es Selbstregulation. Eine Katze, die Abstand nimmt, sagt nicht unbedingt: Ich mag dich nicht. Sie sagt vielleicht nur: Ich brauche kurz Ruhe. Wenn du diesen Abstand respektierst, wird deine Katze sicherer. Denn sie merkt: Ich darf gehen, ohne verfolgt zu werden. Das ist enorm wichtig. Viele Katzen kommen genau dann wieder näher, wenn sie wissen, dass sie jederzeit weg dürfen. Nähe wird stärker, wenn sie freiwillig bleibt. Nicht, wenn sie eingefordert wird. Der 7. Fehler ist der Vertrauen am schnellsten beschädigen kann. Du schimpfst, wenn deine Katze deutlich wird. Vielleicht beißt sie kurz. Vielleicht haut sie mit der Pfote. Vielleicht faucht sie. Vielleicht springt sie plötzlich weg. Und du erschrickst. Das ist verständlich. Aber wenn du dann laut wirst, sie wegschiebst, bestrafst oder ihr hinterherrufst, versteht deine Katze nicht: Ich habe etwas gelernt. Sie versteht eher: In diesem Moment wurde es gefährlich. Natürlich soll eine Katze nicht lernen, dass Beißen der normale Weg ist. Aber die bessere Frage ist: Was ist davor passiert? Wurde sie zu lange gestreichelt? Wurde sie festgehalten? Wurde ihr Rückzug übersehen? Wurde ihr Bauch angefasst? War sie überfordert? Wenn Katzen deutlich werden, gab es oft vorher leisere Zeichen. Nicht immer, aber sehr oft. Die beste Reaktion ist, ruhig zu bleiben. Hand weg. Körper entspannen. Nicht nachsetzen. Nicht bestrafen. Dann später überlegen: Welches Signal habe ich vielleicht übersehen? So wirst du nicht schwächer. So kann deine Katze dich besser verstehen. Und genau das macht dich für deine Katze sicherer. Denn am Ende geht es nicht darum, perfekt zu sein. Niemand versteht jede Katze in jedem Moment richtig. Es geht darum, dass deine Katze merkt: Dieser Mensch lernt meine Grenzen. Er nimmt meine Signale ernst. Er muss mich nicht festhalten, um Nähe zu fühlen. Er lässt mich gehen,
damit ich wiederkommen kann. Vielleicht ist genau das der Punkt, den viele unterschätzen. Katzen lieben nicht weniger, nur weil sie Abstand brauchen. Sie vertrauen oft mehr, wenn sie wissen, dass Abstand erlaubt ist. Wenn du ruhiger wirst, langsamer reagierst und kleine Signale früher erkennst, verändert sich eure Beziehung. Deine Katze muss nicht mehr lauter werden. Sie muss nicht beißen, flüchten oder sich verstecken, um verstanden zu werden. Sie kann leiser kommunizieren. Und du hörst sie trotzdem. Das ist für eine Katze vielleicht eines der schönsten Gefühle überhaupt. Nicht bedrängt zu werden. Nicht falsch verstanden zu werden. Nicht ständig funktionieren zu müssen. Sondern einfach in deiner Nähe sein zu dürfen. So wie sie ist. Und genau daraus wächst echtes Vertrauen.